Leute, 12 Jahre habe ich für diesen Traum gearbeitet. Es ist kein Joke. Ich zeige euch heute mein erstes eigenes Fitnessstudio. Herzlich willkommen im Aesthetic Atelier. Let's go. Hier stehen wir drin. Junge, wir haben hier eine Einweihungsparty ist heute da und die wird erstmal mit einem Leg Day zelebriert. Hier ganz süß, nach 12 Jahren harter Arbeit, Blut, Schweiß und Tränen. Willkommen im eigenen Gym. Hier auch direkt mein Rahmen, weil es wird vielleicht der ein oder andere Gast, bald sogar ein ganz besonders Special Guest, hier in dem Gym am Start sein und vorbeikommen. Und ja, da dachte ich mir, kommt so eine Eingangstafel eigentlich richtig cool, wo jeder dann mal signieren kann. Da drüben und natürlich hier, ganz wichtig, bevor jemand auf dumme Ideen kommt, alles Kamera und Alarm gesichert. Bei Polacco kommt nicht mal der Polacke rein. So sieht's aus. Ja, hier auch ein cooles Schild. Aesthetic Atelier mit dem neuen Logo. Reach Maximum Aesthetic. Der Leitspruch auf jeden Fall. Kennt der ein oder andere ja schon von euch. Und dann die heilige erste Halle hier. Richtig cool. Ich hatte ja so das Glück, über die letzten 5 bis 10 Jahre meiner Bodybuilding-Karriere viel auf der Welt rumgekommen zu sein, viel Inspiration auch sammeln zu können, um mir dann letztendlich mein Traumstudio zusammenzustellen. Ich weiß nicht, ob ich die Notiz auf dem Handy habe, aber ich glaube, vor 4 oder 5 Jahren habe ich die mal erstellt und die hieß nur so Dream Gym und da habe ich mir immer mal wieder so Maschinen reingeschrieben oder so ja, optische Pieces, die ich da einpacken wollte, um letztendlich hier das zu kreieren, was ich immer kreieren wollte. Nicht nur die Optik passt auf jeden Fall, sondern auch der Kern. Also die Geräte sind wirklich handgepickt und mit meinem Erfahrungsschatz sozusagen zusammengesammelt worden. Woran man ein gutes Studio erkennt, meiner Meinung nach, verschiedene verschiedene Gerätehersteller. Ich kann es euch sagen, ich war hier bei 3 verschiedenen, ich glaube 2 oder 3 verschiedenen Herstellern auf der Welt unterwegs, die mir alle einen richtig geilen Deal anbieten wollten. Aber was wäre im Deal halt beinhaltet? 100% vom Studio muss von der einen Marke enthalten sein. Und da habe ich direkt gesagt, da könnt ihr mir so viel Kohle auf den Tisch legen, wie ihr wollt. Da habe ich keinen Bock drauf. Dementsprechend ist auch sehr, sehr, sehr viel Geld in dieses Studio hereingeflossen. Aber ich dachte mir, ganz ehrlich, das habe ich mir verdient und dafür habe ich gearbeitet und deswegen ja, nur handverlesene Stücke, alles selber gekauft. Nichts hier irgendwie gesponsert oder so. Ja, da bin ich schon stolz drauf, muss ich sagen, weil ja, ich konnte mir wirklich zusammensuchen, was immer ich wollte, wie zum Beispiel hier, ist auch geil so. Was muss ich verbessern? Mein Rücken und meine Arme. Deswegen erstmal alle Rückengeräte geholt, was ich kenne und worauf ich Bock habe und alle Armgeräte. Dementsprechend sehr rücken- und armlastig hier der erste Raum auf jeden Fall. Geht hier los mit einer Flex Leverage, die ich damals im Flex Gym in Budapest für mich entdeckt habe. Und ich dann in den USA auch das ein oder andere Mal benutzt habe. Geht brutal in den Rücken rein, spüre ich perfekt. Und wer mich kennt, ihr wisst nicht, ich habe auf die Babys hier 16 Monate gewartet. Aber die 16 Monate haben sich gelohnt. Von Prime halte ich halt wirklich extrem viel. Aufgrund des tollen Widerstandsprofils, was die Geräte mit sich bringen. Ihr könnt die gedehnte Position überladen, die verkürzte Position, dann auch die neutrale Position noch machen. Haben wir hier einmal die normale Seated Row, horizontal. Und auf jeden Fall hier drüben die Extreme Row am Start. Ist ganz cool, kann man entweder hier so ziehen oder hier so eng ziehen. Habe ich viel in Kuwait tatsächlich gemacht. Und dachte mir, ja, die schmeckt auf jeden Fall. Die besorge ich mir. Platten waren mir auch ganz wichtig. Welches Geräusch besser als Sex ist nur dieses hier. Wenn man
Das muss mal mein Wecker werden eigentlich. Wenn man so schön 5 Platten auf dem Rücken, der Kopf platzt dir fast und dann hörst du das. Das ist schon Befriedigung pur. Da schlägt mein Bodybuilding-Herz auf jeden Fall. Hammer Strength haben wir hier drüben. Ich habe so mit den Farben schwarz-blau, also blau ist meine Lieblingsfarbe, aber schwarz, blau, silber waren so die Farbdinger, Komponenten, die ich wählen wollte. Und haben wir hier nochmal eine High Row am Start, eine Yates Row, also DY Row von Hammer. Und gleich daneben, natürlich, das soll es denn anders sein. Ich meine, jetzt erkennt ihr es spätestens, die Nautilus Lat Pulldown. Hier daneben haben wir von Panatta die Super High Row, auch sehr geil, weil wir hier halt die Möglichkeit oben noch haben, den Griff zu variieren, einen neutralen Griff zu machen oder so ein bisschen supinierter Griff. Fühlt sich dann auch nochmal anders an. Und hier drüben die Watson T-Bar, meiner Meinung nach die beste Chest-Supported T-Bar-Maschine, die es gibt. Liebe Grüße an Brosep, wir haben uns erst darüber unterhalten. Hast hier auf jeden Fall auch ein Spiel mit den Griffen, mehr nach innen oder nach außen und kannst dann hier mega gut in den Rücken ziehen und in den Rücken arbeiten. Also jedes Gerät hat irgendwie auch so seine Historie, muss ich sagen. Wer sich an die Videos mit Stefan erinnert in Wien, zu den Arnolds Vorbereitungszeiten, da haben wir die Gymleco Row immer geballert, legst du dich drauf, kannst du auch hier schön rausziehen, auch ein Must-Have. Wer die Videos aus Florida kennt, zusammen mit Brett Wilkin, haben wir, ja, weißt du auch noch, haben wir immer hier schön die Roger Row, meiner Meinung nach sehr geile Rudermaschine, kann man auch breit greifen, aber finde ich für den Lat auf jeden Fall am besten. Was mir auch wichtig war, natürlich Ego-Bodybuilder, dass man sich auch immer schön sieht im Spiegel, dass man hier links gucken kann, okay, wie arbeitet der Lat, oder hier rechts dann auch, okay, da passt alles, um die eigene Technik auch nochmal direkt zu überwachen. Ebenso wie die Gymleco Rudermaschine haben wir hier auch die Chin und Dip Assisted. Was ich mir auch unbedingt haben wollte, was ich immer bei den Amis so geil fand, ist hier so eine Deadlift-Plattform, also mit der Wasserwaage ausgemessen hier das Podest mit wieder dem Leitspruch Reach Maximum Aesthetic, wo man hier eigentlich noch LED einbauen kann. Mache ich vielleicht in Zukunft, gucken wir mal im Winter oder so. Und hier noch so coolen Dingern, wo man Bänder einspannen kann. Dann kannst du hier die Bänder rüberspannen unter der Stange. Und wenn du dann ziehst, hast du noch von den Bändern einen Widerstand. Das Ding hier ist zum Rauf- und Runterräumen sozusagen. Was eine Tour, Alter. Was ist denn los hier? Der Sack muss auf jeden Fall auch her für die Ausfallschritte. Ganz geil. Hier meine beiden Lieblings-Bizepsgeräte. Einmal die von Gymleco, die Curl-Maschine. Hier auch ein Klassiker, wer meine Videos verfolgt. Gerade die mit Stefan. Liebe Grüße nach Österreich. Die High Curls von Hammer Strength. Auch ein sehr geiles Gerät. Hier haben wir die 2 Panatta Pieces, die ich eigentlich sehr cool finde. Auch schön mit dem alten Miracle Bear Logo, war mir auch sehr wichtig. Hat einfach so nochmal Nostalgie drin. Und hinter dem alten befindet sich an der Wand, war mir ganz wichtig, weil es ja das Aesthetic Atelier ist. Und ein Atelier, da wird ja Kunst drin gemacht. Also dachte ich, so ein moderner Kunstaspekt muss auf jeden Fall auch rein. Haben wir von meinen Lieblingskünstlern, also der modernen Kunst, einmal Hardy und einmal von Frost. Also kennt der eine oder andere vielleicht von 187, der Sprüher. Die Pieces sind noch nicht ganz fertig, die kommen dann aber auch noch hinten rein. Haben wir auf jeden Fall Kunstwerke noch erworben, 3 Stück von Hardy und 3 von Frost. Hier sehen wir natürlich das neue Logo, oben drüber die 2.7, die 27 aus meiner Heimatstadt, wo ich herkomme, 73527 Schwäbisch Gmünd. Auch meine letzte Startnummer beim Olympia tatsächlich, war auch ganz geil. Also ein bisschen Kunst für alle Kunstbanausen, die das nicht interessiert, haben wir hier wie gesagt einmal Seithebemaschine von Panatta und du kannst das Ganze noch umstellen und kannst das dann für die Brust noch machen. Hier haben wir die Überkopf-Trizepsmaschine, auch sackschwer, muss ich sagen. Was mir auch immer wichtig war, sind geile Kurzhanteln. Hier auch mit dem alten Logo drauf. Finde ich sehr gut gelungen. Haben wir einen guten Griff, nicht zu dick, nicht zu dünn. 2 Bänke auf jeden Fall. Einen guten Posing-Spot, Anabolic Light. Muss natürlich auch am Start sein. Das Ding ist eigentlich eins meiner Lieblingsmaschinen, Prime Functional Trainer. Da kannst du so viel dran machen.
Also von Flies über Step Forward Curls, über, keine Ahnung, Pushdowns. Hier natürlich All-Time Favorite und Classic, die eigentlich erste hintere Schulterübung, die ich immer so gemacht habe, und ich spüre die so brutal. Deswegen dachte ich, das Ding muss auch hier reingestellt werden. Ist natürlich auch in Kombination mit Brustfliegende. Hier im Eck haben wir auf jeden Fall auch ein paar wichtige Dinge. Zum einen haben wir hier den supinierten Mac-Griff und den pronierten. Mac sind die patentierten Griffe aus den USA, die einfach so eine, wie so an so einer Kletterwand, so eine Form haben, mit denen du einfach Bombe ziehen kannst. Hier SZ. Die hier sind auch sehr, sehr geil. Also jede Menge Griffe auf jeden Fall auch am Start. Um bestmöglichen Reiz auf den Muskel zu setzen, hier noch ganz normale D-Handles. Diese Cuts-Handles habt ihr drüben gesehen. Die waren auch, oder sind auch ziemlich geil, gerade wenn man Bizeps trainieren will. Für den Bizep gehen die gut rein. Eine Top-Anschaffung für jedes Studio. Und ja, hier haben wir noch jede Menge verschiedene Resistant Bands, wie der Oldschooler sagen würde. Sowas brauchst du nicht. So, gehen wir rüber. Hier ist der zweite Raum, wo wir eher Fokus auf Brust und Beine legen. Auch ganz geil. Hier eins meiner Favorite Brustpieces, Hammer Incline Press. Hier ein bisschen eine Rarität, eine Decline Fly, also eher für den unteren Anteil der Brust. Also die wollte ich unbedingt haben, weil ich sowas von vielen anderen Geräteherstellern noch nicht gesehen habe. Adduktoren auf jeden Fall auch eine Geschichte, die ich verbessern will. Deswegen muss da auch ein gutes Gerät her. Problem bei den meisten Adduktormaschinen, entweder viel zu leicht oder ja, von der Bewegung einfach nicht gut. Und hier trifft auf jeden Fall alles zusammen, was man hier natürlich auch, wie bei jedem Prime Piece machen kann. Man kann die Widerstandskurve verändern. Du kannst natürlich dann auch in der gedehnten Position, was ich hier gern mache, kannst du 2, 3 Sätze machen und dann kannst du es in die verkürzte stellen, wo es dann innen einfach nochmal schwerer wird. Und so kann man da auf jeden Fall rumspielen. Und hier eine Trizeps-Dip-Maschine, die finde ich eigentlich mega gut. Eine Marke, wo ich auf jeden Fall mega happy bin, dass ich die noch bekommen habe. Ich glaube, ich habe, lass mich nicht lügen, ich glaube, ich habe mit einer der letzten Bestellungen bei Cybex habe ich mit abgegeben, wo ich mir diesen Beuger, den Seated Leg Curl, den Eagle Leg Curl bestellt habe, der auch einfach herrlich ist. Denn die Marke wurde von der Maschine, die daneben steht, von Hammer Strength, wurde die aufgekauft. Dementsprechend wird die so nicht mehr produziert. Und ich bin einfach extrem happy drüber, dass ich den Beuger, die Hackenschmidt da drüben und die Squat Press, was ich euch gleich noch zeige, erworben habe. Die kennt der ein oder andere vielleicht aus dem Bunker auch. Die geht hier auf jeden Fall sehr gut rein und die ist auch gut geschmiert. War mir auch extrem wichtig. Wir haben noch ein bisschen älteres Cybex Modell auch noch. Da springen wir jetzt gleich hin. Und zwar die Multi. Für mich eigentlich die beste Multipresse, die es gibt. Haben wir hier schön ins Eck gestellt, nochmal mit Spiegel davor. Und ihr seht, die schmiert optimal. Habe ich auch gesagt, jedes Gerät, was hier ankommt, muss einmal noch durchgefettet werden, dass es auf jeden Fall perfekt schmiert und sich sehr gut anfühlt im Muskel. Cybex haben wir nochmal hier eins. Die Beinpresse finde ich einfach extrem geil, weil, wie ihr seht, die ganze Geschichte schon eher flach ist. Also der Sessel ist jetzt nicht irgendwie so 90 Grad, sondern du liegst schon richtig gut drin. Hier haben wir von Jim Lecco nebendran eine Pendulum Squat. Hatte ich nie so oft zur Verfügung, die Geschichte, aber wahnsinnig geile Bewegung und für alle Kniepatienten auf jeden Fall auch eine gute Geschichte, um da am Schmerz vorbei zu trainieren. Hier im Eck auf jeden Fall eine Hip Thrust Maschine von Panatta, die ist eigentlich auch ganz geil. Habe ich damals mal mit William Bonek gemacht bei unserem 3,5-stündigen Beinbeuger-Training. Hier haben wir auch nochmal was für den Gluteus und zwar für den eher äußeren Anteil, also den Abduktor. Um das Beintraining abzuschließen und somit auch den zweiten Raum, haben wir hier den Prone Leg Curl, liegenden Beinbeuger von Prime. Wahnsinnig geiles Ding. Mein Lieblingsbeinbeuger, wer hätte es gedacht, im Liegen. So, jetzt muss ich kurz kacken, Digga. Letztes Gerät im zweiten Raum hier, Gym 80,
damit haben wir, glaube ich, alle Gerätehersteller hier in dem Studio. Haben wir hier einen Beinstrecker, liebe Grüße ans Kettler Studio in Stuttgart, Peter Kettler. Da habe ich mit dem Ding immer ordentlich trainiert. Das war also der erste Beinstrecker, wo ich mal richtig dran zerlegt wurde. Deswegen auch aus Nostalgiegründen auf jeden Fall wichtig, dass der hier ist. Ich weiß jetzt schon, dass in Zukunft hier auch viel wieder kommt und geht, bis auf die Prime-Sachen auf jeden Fall. Aber es ist auch so ein Ding mit Geräten. Ja, bin ich schon, glaube ich, irgendwie sehr warm geworden. Also ich interessiere mich auch mittlerweile sehr dafür, was es so Neues auf dem Markt gibt, mit was man gut trainieren kann. Ich wollte gerade fragen, die Geräte sehen jetzt alle relativ neu aus. Sind die alle neu oder hast du auch gebrauchte? Sind auch gebrauchte da, tatsächlich. Der ist zum Beispiel gebraucht, weil das ist alte Gym 80 Reihe. Die neue, von der halte ich nicht so viel, aber die alte Gym 80 Reihe, die kann auf jeden Fall was. Und dementsprechend wurden die natürlich ein bisschen aufbereitet, ein bisschen poliert, haben das Polster drauf gemacht und so, dass es wieder schick aussieht. Bei Geräten ist es, oder bei Bodybuilding-Maschinen, Kraftsportmaschinen würde ich fast schon sagen, heißt neu nicht unbedingt gleich besser. Habe mir auch wirklich nur das zusammengestellt, was ich brauche, was ich gut finde und woran ich trainieren kann. Das ist auf jeden Fall der Trainingsbereich, aber es wäre ja nicht ich, wenn ich da noch irgendwas Verrücktes dazu gemacht hätte. Für mich muss einfach Training ganzheitlich sein. Also du musst alles in einem Haus haben, was Bodybuilding angeht. Dementsprechend, mit was fangen wir an? Gehen wir mal rüber in den Posingraum. Wir sind ja Bodybuilder und wir haben ja nichts in der Birne. Deswegen habe ich auch über jeden Raum geschrieben, was es da drin ist, dass man es nicht vergisst. Also hier Posingraum, den haben wir auf jeden Fall weiß gelassen. Meine Mutter ist ja ehemalige Prima Ballerina. Und die hat da klare Anweisungen gegeben. Der Boden ist hier auf jeden Fall auch speziell. Ist auch wärmegebend. Also ist jetzt nicht so, dass ich hier mit baufüßigen Unterlagen frieren werde, wenn ich hier meine Posing-Choreografien mache. Lichtspots haben wir auch hier oben nochmal speziell angebracht, dass, wenn das ganze Ding dann dicht ist, der junge Kerl auch gut bestrahlt wird hier. Was auch wichtig war und was ich so in jedem Posingraum immer ein bisschen vermisst habe, ist hier, wir müssen uns ja von allen Seiten sehen können. Und gerade auch, wenn ich hier die Rückenposen stelle, muss natürlich auch ein Spiegel für den Rücken da sein, dass ich mich da beim Üben auf jeden Fall auch selber sehen kann und auf jeden Fall auch genug Platz, um hier auf voller Fläche üben zu können. Nicht der einzige weiße Raum, aber weiß heißt immer Therapie, Erholung, Leichtigkeit und schwarz Training und Vollgas. Deswegen gehen wir mal in den nächsten Raum, wo es um Erholung geht. Das Geile ist halt auch hier, ist schon ein schöner Gang. Also drüben sind auf jeden Fall auch noch Bürogebäude. Aber hier hast du halt auch so einen Gang drin und das sieht auch so aus. Und das sieht auch so aus wie in so einem Büro. Also du hast eigentlich hier rechts und links Büroräume drin. Hier haben wir das natürlich alles zugemacht mit Folie, alles schwarz gemacht, das war davor alles weiß, aber ich wollte einfach diesen düsteren, matten Look auch, finde ich bei Autos geil und ist auch bei einem Studio, glaube ich, ganz gut. Hier oben haben wir wieder eine Kamera am Start, aber was ich sagen wollte, hier kann man auch auf jeden Fall asozial Ausfallschritte machen bis zum Abwinken. Also der Kotzeimer muss hier, glaube ich, auch noch ins Eck. Hier von Hardy wieder eins von den 3 oder das zweite von 3 Gemälden. Auch ganz geil geworden mit der Farbkombination. So, hier haben wir einen Tisch, noch einen Öffnungsstrauß. Ja, hier können die Mahlzeiten auf jeden Fall geballert werden. Da haben wir noch in der Ecke das Klo, die Dusche und so eine kleine Küchenzeile mit Kühlschrank auf jeden Fall. Wasser und dann da halt noch Supplements, wenn ich da habe, oder Mahlzeiten, die kann ich dann da in den Kühlschrank stellen. Weiter geht's in den Recovery Room. War ich nämlich in den USA mal wieder unterwegs, in Florida, um genau zu sein. Und dachte ich mir so, oh, ist voll geil. Ich gehe da morgens in das Revive Gym, mache mein Cardio
und die Sauna läuft Tag und Nacht und dann kann ich reingehen. Also ihr müsst mal nur googeln, was die Vorteile von Infrarot sind. Und da wollte ich auf jeden Fall auch eine Infrarotkabine reinhaben, wo ich mich morgens nach dem Cardio reinsetzen kann oder wenn ich mal vom Flug komme und ja, im Eimer bin oder viel Wasser in mir habe, dass ich da einfach mich reinsetze und ein bisschen drin entspanne. An Restdays natürlich auch ein gern gesehener Raum hier, denn wir haben, neben dem dritten Bild von Hardy, haben wir hier noch ein Eisfass, eine Eistonne, auch ein Ding, was ich in Kuwait gern gemacht habe. Nicht nur wegen den 50 Grad Außentemperatur in Kuwait, sondern einfach auch zum Fördern der Regeneration. Ich bin ein sehr großer Befürworter von heiß und kalt. Also dann hier mal hin und her zu springen zwischen der Sauna und dem Eisbad ist wirklich was meiner Meinung nach der Regeneration stark helfen kann. Deswegen eigentlich eine ganz geile Sache. Was ist dann nur an Restdays? Eisbad auf jeden Fall nur am Restday. Das würde ich euch nicht empfehlen, auch noch nach dem Training zu machen, denn wir brauchen ja auch die Inflammation für den Muskelaufbau, ist auch ganz wichtig. Aber eigentlich so Sauna, gerade die Infrarotsauna, die kann man noch nicht ganz so heiß machen. Da hast du so 60 Grad oder so. Am Restday würde ich die auf 80 und volle Infrarot laufen lassen. Am Trainingstag kannst du da dich mit 60 Grad auf jeden Fall noch ganz entspannt reinsetzen. Viertelstunde, 20 Minuten zum Runterfahren, bisschen rausschwitzen und dann passt die Sache. Was hier auf jeden Fall noch hinkommt, wo der Space noch frei ist, eine Massageliege. Also wenn ich einen Therapeut habe, der hier 2-mal die Woche vorbeikommt, dann muss der nicht seine Liege mitschleppen, sondern hat hier schon eine gute Liege, wo ich Fettsack auch drauf passe. Und was hier auch noch hinkommt, ist so ein Stuhl hier, weil hier will ich noch so eine Ecke machen mit IV-Drips. Also das war auch das Geile, habe ich wieder von den Amis, genau, die haben im Revive, das war also die hatten so ein Studio und so eine Klinik. Und in der Klinik konntest du dir halt jegliche Vitamine da intravenös verabreichen lassen. Und da ich großer Fan davon bin, und gerade in Deutschland das Ganze eigentlich noch nicht so weit verbreitet ist oder du nie irgendwas findest, wo du das machen kannst und wenn du es findest, das irgendwie 500 € für einen Sack von der IV-Drip kostet, dachte ich mir, komm, hol mir die Flaschen da und dann noch so eine Abtropfstation und dann kann ich mir das hier auf jeden Fall auch Wochenends oder nach langen Reisen auf jeden Fall immer gönnen. Das ist dann hier volle Erholung hier in dem Raum. Viele denken immer, das Training wäre das Wichtigste, aber du kannst nur so viel aus deinem Körper rausholen, wie du auch auf jeden Fall regeneriert bist. Also es gibt nicht zu regeneriert, hat Peter Kettler zum Beispiel, auch einer meiner ehemaligen Mentoren oder immer noch guter Freund, hat immer gesagt, übertrainiert kannst du schnell sein, aber zu erholt gibt's nicht. Jetzt gibt's noch einen Raum, eine Geschichte, die wir alle nicht gern machen, aber die gemacht werden muss, auch für den Cardio-Raum. Wo ist der Dyson? Ja, aber bei der Größe mussten wir aufstocken, genau. Industriestaubsauger. Aber keine Sorge, Staubsauger benutze ich nicht so oft. Letzter Raum und der Raum, den wir alle meiden wollen, aber nicht meiden sollten, ist der Cardio-Raum. Wir haben 3 verschiedene Cardio-Geräte oder meine Top 3 Lieblings-Cardio-Geräte da. Wir haben einmal das gute alte Sonderzuschlag-Fahrrad. Diesmal tatsächlich eine Version nach 5 Jahren wortwörtlichen Arschaufreißens. Haben wir jetzt ein Fahrrad gefunden mit etwas angenehmerem Sattel auf jeden Fall hier. Tatsächlich hatte ich davor eine neuere Version von Live Fitness, wo man auch wieder sieht, neu heißt nicht unbedingt besser. Kannst du gut sitzen und machst dann vielleicht lieber dein Cardio. Der Drahtesel von Berlin. Der steht noch in Berlin und da bleibt er auf jeden Fall erstmal. Seid ihr denn jetzt umgezogen? Oh ja, stimmt, das habe ich auch noch. Alter, wir sind gar nicht in Berlin, Freunde. Das hätte ich vielleicht zu Anfang des Videos nochmal erwähnen sollen. Wir sind umgezogen, wir wohnen nicht ganz so weit weg, hier vom Studio auf jeden Fall. Was ich immer haben wollte, ist, dass meine Arbeit und mein Privatleben sozusagen getrennt ist und dementsprechend gibt es hier meine Roomtour zu sehen, und zwar aus dem Studio, weil das ist hier mein Zuhause, da wo wir wohnen. Das will ich ein bisschen privater halten. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze verstehen. In Berlin standen schon das ein oder andere Mal die Leute vor der Tür. Da war es ganz witzig, aber jetzt muss man ja auch ein bisschen erwachsener werden. Wir sind nach Heilbronn gezogen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ja, wäre auf jeden Fall
Jetzt kann ich auch gleich, Digga, du machst die Vorlagen, optimal. Jetzt kann ich gleich noch hier einen Shoutout, wer guter Therapeut ist, also wirklich sich auskennt, mal auch schwere Jungs zu therapieren bzw. zu massieren und da wirklich eine gute Therapie macht, der kann sich auf jeden Fall bei mir melden, auf Instagram oder E-Mail, blende ich euch hier ein. Ja, dass ich da auch jemanden hier vor Ort habe, der auf jeden Fall 2-mal die Woche hierher kommt und ja, eine gute Arbeit ablegen kann und mich optimal auf den Olympia vorbereiten kann. Weil das wird auf jeden Fall eine wilde Zeit hier, sage ich euch. Ich habe jetzt schon richtig Bock drauf und es wird eine Menge geiler Content auch für euch hier aus dem Studio kommen. Das war auch ein wichtiger Punkt von mir, einfach ja, meine Videoqualität noch weiter zu erhöhen. Einfach auch mit dem Umfeld, was richtig passt, sprich mit dem richtigen Studio hier nach meinen Träumen sozusagen gebaut. Weiterer Inhalt vom Studio aber ist der Cross-Trainer, Chris Cross, auch von Live Fitness tatsächlich. Eigentlich mein Lieblings-Cardio-Piece ist der Stairmaster und der ist eigentlich ganz geil, weil da kannst du gut drin hängen und bist noch neben mir am Handy. Die anderen haben das alle nicht und dann musst du hier auch aufrecht stehen. Nee, aber ist einfach wirklich ein gutes Ding, ist von der Breite her passend und habe ich in New York tatsächlich immer gern gemacht und dachte mir, okay, der Bob aus New York, wenn der kommt, kannst das Ding eh nicht gewinnen, aber mit dem Cardio-Gerät war es auf jeden Fall ein kleiner Sieg und somit ein gutes Piece, was hier ins Studio gepasst hat. Gegenüber direkt haben wir gleich natürlich auch eine Glotze am Start, kann man gleich natürlich das neueste Urs Kalecinski-Video anmachen und sich beim Cardio gönnen. Ich hoffe, wie ihr auch. Oder bei einer guten Mahlzeit. Und worauf ich auch großen Wert lege, ist natürlich Stretching tatsächlich. Hier haben wir einen Hodenspreizer, da hockt ihr euch rein und dann könnt ihr das Ding hier aufdrehen, bis euch die Beine aus der Hüfte rausreißen. Weil wenn du vielleicht 70, 80 Kilo wiegst, hast du keine Probleme damit, da dich selbst zu dehnen. Aber wenn es dann mal über 100, über 110, über 120 Kilo geht, bist du da echt dankbar dafür, sich da rein zu spreizen, ohne immer irgendjemand externen zu holen, der dich dann da mal runterdrückt oder so. Dann, was haben wir hier? Ein kleines Kallax mit verschiedenen Sachen drin. Black Roll Set, auch ganz wichtig, tue ich mich immer ein bisschen drauf ausrollen. So ein Bosu-Ball, der ist auch ganz geil. Kannst du gut Bauch drauf machen, Bauchcrunches oder dich einfach so drüber legen und öffnen. Die Casting Couch natürlich auch an Start, wo man Platz nehmen kann, wo ich mal einen kleinen Mittagsschlaf machen kann oder wenn ich keine Lust auf zu Hause habe, hier auch das ein oder andere mal übernachten in der Vorbereitung. So sieht's aus. Oder natürlich auch für Gäste, wenn die da sind wieder, wo man zusammen chillen kann. Vielleicht hole ich mir sogar noch mal eine oder noch so eine Quercouch, dass man da auf jeden Fall auch ja, eine gute Zeit zusammen haben kann. Eine gute Zeit ist ein gutes Stichwort. Die werden wir auf jeden Fall hier das ein oder andere Mal haben. Ich ja, kann es nicht anders sagen als krass, was hier passiert ist oder was jetzt hier abgeht. Hätte ich wirklich nicht gedacht vor 13 Jahren, als ich mit dem Sport angefangen habe. Hatte immer wirklich nicht das beste Studio zur Verfügung, meine ganze Laufbahn. Braucht man auch nicht unbedingt, würde ich sagen. Aber ich glaube, jetzt mit den Gegebenheiten hier kann ich wirklich noch die letzten Prozent herausholen und da auf jeden Fall ordentlich Gas geben. Vor allem aber auch Spaß bei der Sache haben. Habe mir hier was kreiert, was ich wirklich schon lange wollte. Wie gesagt, 13 Jahre mache ich das Ganze jetzt. War immer so ein Ding von mir zu sagen, hey, irgendwann mal, wisst ihr, gönne ich mir das mal. War auf jeden Fall ein langer Weg. War viel Arbeit, waren viele Leute auf jeden Fall auch mit involviert. Will ich jetzt gar nicht sagen, dass ich hier alleine die Sachen gestrichen habe oder so. Also besten Dank an alle Helfer und Helferinnen. Ihr wisst schon Bescheid, muss euch jetzt nicht alle namentlich erwähnen, aber ohne euch hätte es auf jeden Fall nicht funktioniert. Teamwork makes the dream work, nicht nur im Bodybuilding, sondern auch auf der Baustelle, glaube ich. Jeder macht das, was er am besten kann und am Ende kommt man dann auf ein tolles Ergebnis. Das haben wir hier mit dem Aesthetic Atelier auf jeden Fall geschafft. In Zukunft wird es hier einen Haufen
geilen Content geben. Könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, könnt euch drauf freuen. Haut mal rein in die Comments, was haltet ihr von dem Studio, wie gefällt euch das Ganze und mit wem soll ich hier mal trainieren. Und dann machen wir das für euch. In diesem Sinne, ich bin raus hier. Liebe Grüße, euer Bär. Ciao, ciao.